Hallo zusammen, da sind wir wieder. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir herbstlicher angezogen. Auch hier hält der Herbst seinen Einzug. Wir hatten letzte Woche teilweise nachts 10 Grad oder noch weniger. Und wenn man dann wie wir schon, ja, über ein Jahr ausgewandert ist und meistens immer nur schöne, warme, sonnige Tage genossen hat, dann fühlen sich tagsüber 20 Grad auch schon ziemlich kalt an. Besonders wenn man dann natürlich vor gefühlt erst 4 Wochen in Paraguay noch teilweise 35 bis 40 Grad hatte. Keine Sorge, es ist kein Winter wie hier oder ein Herbst wie in Deutschland. Jetzt über den Tag hinweg werden wir dann auch wieder angenehme 23, 24 Grad erreichen und nächste Woche soll es dann auch schon wieder wärmer werden. Wieder Also 30 Grad, wieder 30 Grad, genau. zum Glück. Zum Glück, dann können wir wieder die Klamotten in den Schrank legen, die langen Klamotten. Die aktuell etwas niedrigeren Temperaturen sind natürlich super, dafür auf der Baustelle voranzukommen. Es ist ganz angenehm, mal nicht 35 Grad bei praller Mittagssonne zu haben und da irgendwie was im Garten zu machen oder auch für die Bauarbeiter bei uns auf der Baustelle. Großes Lob an die Bauarbeiter, Ja, dass sie den ganzen Tag das durchmachen. ja, ja, und dann auch mit langen Klamotten und so und schwitzen gefühlt nicht. Also sind es ja gewohnt seit Kindesalter an. Ja, ich schwitze Und für alle mit. ja, genau. Nee, und wo stehen wir? Also wir hängen tatsächlich ein bisschen hinterher mit unseren YouTube-Videos. Bei uns auf der Baustelle geht es auf jeden Fall sehr schnell voran. Also wir sind auch sehr positiv, was heißt überrascht, aber positiv eingestellt mit unserem Bauleiter. Das klappt alles super. Und genau, es geht voran. Also wir sind jetzt gerade, oder wir waren dabei, die Hausplanung der letzte Stand, den ihr mitbekommen hattet, war ja die Begehung unseres Grundstücks und auch die Vermessung, sage ich mal, die Vorbereitung für den Hausbau. Also wir hatten ja das Grundstück abgesteckt mit unserem Bauleiter und halt genau geschaut, okay, wo kommt jetzt wirklich das Haus hin, das auch ausgerichtet auf, oder die Casita auf dem Grundstück ausgerichtet. Genau, dass man halt auch schaut, okay, wo soll dann vielleicht mal noch ein Carport hin oder wo soll zumindest ein Stellplatz sein fürs Auto. Dann auch die Ausrichtung, sage ich mal, Richtung Süden, beziehungsweise hier ist es ja Norden, ist ja einmal umgedreht. Wo ist tagsüber die Sonne, wo geht morgens die Sonne auf, dass man auch schaut, dass nicht vielleicht den ganzen Tag Sonne ist auf der Terrasse, dass man eigentlich gar keine Lust hat, dort zu sitzen, weil es einfach viel zu heiß ist. Ja, Also ein bisschen anders wie in Deutschland. In Deutschland würde man ja alles extra Richtung Süden ausrichten, damit man möglichst die wenigen Sonnenstunden, die man hat, gerade im Winter, Frühling und Herbst, dass man die halt nutzt. Aber hier ist es eigentlich eher, dass du schaust, dass du dich vor der Sonne, vor allem vor der Mittagssonne über den Tag halt schützt. Zum Beispiel über den Dachüberstand, über den Fenstern beispielsweise oder eine überdachte Terrasse. Oder halt auch die Ausrichtung der Terrasse beispielsweise. Und all diese Themen sind natürlich auch in unsere Hausplanung schon mit eingeflossen. Also gerade, ja, wie gesagt, wo kommt dann genau die Terrasse hin? Ist es gut, die vielleicht auch so auszurichten, je nachdem, wo die Wetterseite ist? Also das ist hier auch ein Thema, ja, dass man halt schaut, okay, wenn es halt richtig stürmt und regnet, dass eigentlich die ganze Terrasse immer voll läuft, wenn man da Möbel beispielsweise hat. Genau, andererseits natürlich, wenn hier gibt es auch mal einen Winter, wo es auch mal ein bisschen kühler ist. Wir sehen es jetzt auch, wie es langsam drauf zuarbeitet. War für uns trotzdem wichtig, dass wir da auch vielleicht auf der Sonne ein bisschen, auf der Terrasse ein bisschen Sonne haben. Genau. Das sind alles so Themen, die in den Plan mit eingeflossen sind. Und wir haben dann einen Grundriss erstellt, natürlich für die Casita und uns halt Inspiration geholt. Online gibt es ja ganz viele Grundrisse, Bungalow, 60 Quadratmeter, was weiß ich. Halt, wie man das anrichten könnte, dass dann auch die Terrasse gut reinpasst und sich da einfach ein bisschen Inspiration geholt. Und dann haben wir auch schon angefangen, alles wirklich ins Detail zu planen, weil ja, das macht halt einfach Sinn. Also auch sich schon zu überlegen, wo kommen die Lampen hin, wo kommen die Steckdosen hin, wo kommt halt auch die Toilette hin oder das Waschbecken im Bad oder auch in der Küche, dass man halt im Hinterkopf auch schon sich überlegt, wo die ganzen Anschlüsse dann sein müssten, beziehungsweise die Rohre, um sich dann halt auch zu überlegen, okay, wie können die dann aus dem Haus rausfließen etc. genau. Und sich da halt möglichst früh schon Gedanken zu machen, dass dann nicht später irgendwie einem auffällt, oh, hätte ich das jetzt mal alles irgendwie ein bisschen anders geplant. Blöd, jetzt bin ich halt schon mittendrin. Und das halt auch mit seinem Bauleiter abzusprechen. Ja, das kommt nämlich schneller, als man denkt.
Also es gibt gewisse Phasen, die sind ein bisschen langsamer und dann gibt es auf einmal Phasen, wo das Haus extrem schnell hochgezogen wird. Und wenn du dann was vergessen hast, also gerade auch zum Beispiel vor der Bodenplatte, gibt es kein Zurück mehr. Also das ist wirklich gut zu planen, sich da auch die Zeit zu nehmen und es halt auch durchzusprechen mit dem Bauleiter, dass alles klar ist. Und für uns, wir haben da auch mit unserem Bauleiter drüber gesprochen und uns halt auch Anregungen geholt und ihn gefragt, macht das so Sinn? Würdest du irgendwie was anders machen? Halt auch in Bezug darauf, wie das hier in Paraguay, sage ich mal, gebaut wird oder was man hier halt auch so beachten muss vom Wetter her. Hier scheint viel mehr Sonne, hier regnet es aber auch viel stärker als in Deutschland. Also wenn es halt hier regnet, dann regnet es richtig. Und der Wind peitscht richtig. Genau, das hat alles zu bedenken, auch mit mit der Fensterhöhe, Dachüberstand beispielsweise, dass da die Sonne nicht direkt reinscheint. Ja. Oder die Haustür. Bei unserem Plan zum Beispiel haben wir nachträglich noch eine kleine Überdachung der Haustür, also der Eingangstür eingefügt, auf Anregung unseres Bauleiters hin, weil er halt meinte, hier scheint so stark die Sonne, die Tür, die wir ausgesucht hatten, also halt so eine PVC-Tür, Ja. die würde halt viel schneller Verschleiß aufweisen, beziehungsweise könnte auch zum Beispiel der Regen reinlaufen, Ja. wenn da halt nicht nochmal ein Schutzdach drüber ist. Genau, also so Sachen einfach, ja, wie bei allem immer viel absprechen, viel kommunizieren. Genau, und das war so der Hausplan, wo der dann fertig war. Haben wir und alles mit dem Bauleiter besprochen hatten, haben wir es dann auch in einen Vertrag, sage ich mal, einfließen lassen. Also auch den Plan mit in den Vertrag reingenommen und halt all die wichtigsten Schritte besprochen mit dem Bauleiter und das halt auch verschriftlicht, weil wir haben auch schon viel gehört, dass manche bauen einfach ohne Vertrag, also die haben gar keinen Vertrag oder da steht halt eigentlich gar nichts großartig drin, also auch allein schon nicht die Arbeitsschritte und im Endeffekt ist halt das Problem dann vielleicht später, dass nicht ganz klar ist, weil es wurde halt ja auch nicht verschriftlicht und es wurde vielleicht falsch verstanden, was jetzt genau inklusive war in dem Preis und was halt nicht inklusive war und dass es da halt dann später zu Streitigkeiten kommen kann oder man halt noch nachzahlen muss, obwohl man davon ausgegangen ist, ja, das muss doch inklusive sein. Ja. Genau, das war auch ein guter Tipp, den wir bekommen hatten. Und ja, dann haben wir uns auf den Preis, sage ich mal, geeinigt. Und was wir auch machen wollten, auf Anregung eigentlich unserer Nachbarn hin, ist, dass wir das mit Material selber bestellen. Weil viele hier, wenn sie bauen, die kriegen halt einen Festpreis für die Quadratmeter, Schlüssel fertig, alles inklusive, Fenster, Türen, Bodenbelege, eventuell auch Sanitäreinrichtungen. Das ist dann der fixe Preis. Das klingt am Anfang erstmal sehr schön. Man muss quasi gar nichts selber machen. Man bezahlt einfach nur und bekommt am Ende den Schlüssel in die Hand und kann halt einziehen. Genau, aber es hat halt auch Nachteile. Man kann halt weniger, sage ich mal, mitbestimmen. Klar, man kriegt dann vielleicht eine Auswahl von zum Beispiel diesen 3 Fliesen, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber die Vorauswahl und das meiste macht halt der Bauleiter. Was natürlich auch Sinn macht. Ich meine, der hat ja auch die Kontakte vor Ort und kennt sich aus. Aber Er möchte halt dann natürlich auch seine Marge recht hoch halten. genau, du hast halt weniger Einfluss drauf, Genau. wo könnte jetzt vielleicht was draufschlagen bei dem Material und du kriegst es überhaupt gar nicht mit. Oder der Hang ist halt, oder die Tendenz ist halt da, dass dann eher günstigere Materialien genutzt werden. Und genau, das wollten wir halt vermeiden. Also gerade zum Beispiel bei sowas wie Zement gibt es 3 Qualitätsstufen, also so mittelguten, eher günstigeren, schlechteren und eher den qualitativ höheren. Und guter Zement, denke ich mal, ist Macht Sinn. ein wichtiges Thema beim Hausbau, allein schon für die Stabilität. Deswegen wollten wir da halt keine, sage ich mal, Abstriche an den falschen Stellen machen. Genau, oder zum Beispiel auch bei Ziegelsteinen gibt es auch unterschiedliche Qualitätsstufen, sowie Beim auch Holz, beim Holz, genau, auch ein wichtiges Thema. Oder Rohre, bei den bei den Rohren. Rohren, genau. Es gibt extrem dünne Rohre und es gibt einfach sehr viel stabilere Rohre und man merkt sofort den Qualitätsunterschied und preislich macht es eigentlich auch nicht arg viel aus. Genau, und so haben wir uns halt dafür entschieden, okay, wir wollen die Materialien selbst bestellen, beziehungsweise da halt das getrennt haben. Also einmal sind es die Kosten, die wir wirklich dem Bauleiter und seiner Mannschaft zahlen, seinen Mitarbeitern für den Hausbau selber. Also da haben wir uns auf dem Festpreis pro Quadratmeter geeinigt. Also für
ja, für diese 64 Quadratmeter für die Casita. Und davon getrennt sind wirklich die Materialien. Der Bauleiter hilft uns natürlich schon und bespricht mit uns, was macht Sinn. Aber wir machen das eher in Eigenregie und haben halt auch die Kostenübersicht. Das heißt, wir haben dann eine Excel-Liste, wir machen einen Plan auch mit ihm, was benötigt er an Materialien, was sind die Preise, holen uns halt oder haben uns verschiedene Angebote eingeholt, das auch zusammen mit unseren Nachbarn, die haben schon ein Haus gebaut, die haben natürlich die ganzen Kontakte und die Erfahrungen, sonst hätten wir das natürlich auch nicht so einfach machen können, muss Ja. man ganz klar Ja. sagen. Und unsere Nachbarin spricht halt auch fließend Spanisch. Das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Wenn wir da hinkommen als Gringos mit unserem gebrochenen Spanisch, kriegen wir höchstwahrscheinlich auch einen ganz anderen Preis. Erstmal Deswegen, 30% Aufschlag. genau, war das für uns natürlich ein super Vorteil, den wir jetzt auch genutzt haben. Und so kann man halt alles einen Überblick haben. Was war der geplante Preis? Was waren die geplanten Materialmengen? Und was ist dann wirklich ja, real? Wie viel braucht man wirklich? Und wie sind die realen Preise dann auch gewesen nach der Bestellung? Fürs Fundament haben wir Metallstäbe, Kies, Sand, Bruchsteine und Zement bestellt. Und die werden mit uralten LKWs, die man hier Camions nennt, eingeliefert. Und unser Bauleiter koordiniert das alles. Also er kommuniziert dann mit den Fahrern, wann diese Lieferung eingeliefert wird und empfängt die auch und lässt sie dann quasi auch bei uns auf der Baustelle abladen. Auch hier in Paraguay ist scheinbar schon der Iran-Krieg angekommen. Wir merken das daran, dass die Spritpreise teurer geworden sind und auch einige Baumaterialien deshalb teurer geworden sind. Also so erzählt man es zumindest uns. Alleine der Zement ist um 15% teurer geworden. Unser Learning ist, dass man den Regen mit in die Zeitplanung einbeziehen soll. Es macht also einen großen Unterschied, ob man im Sommer baut, wo es kaum regnet, oder im Herbst baut, wo es jede Woche regnet. Vielleicht nur einmal oder auch dreimal die Woche. Und das Problem, was damit kommt, ist, dass bei Regentagen keine Bauarbeiter arbeiten. Das heißt, in einer Woche arbeitet dann das Team vielleicht nur 2 Tage. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Lieferungen dann nicht geliefert werden, weil keiner auf der Baustelle ist. Und wenn es dann extrem regnet, sind teilweise die Straßen überflutet und alles zieht sich einfach nach hinten. Also es kann sein, dass bei Sonnenschein eine 5-Tage-Arbeitswoche sich dann auf 10 oder 12 Tage zieht. Das muss man auf jeden Fall mit einberechnen. Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen euch weiterhelfen konnten im Thema Hausplanung und Materialbeschaffung. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es ums Fundament geht. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.